Alright, gib mal ins Lebenswasser. Warte ab, Stunden zum Leute singen. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado.
ein wunderbarer Gott. Amen. Amen. Halleluja. Nuestro Dios. dat je geven kan, je geld kan geven. En ik hoop dat je een goede tijd wat geven dan. Deze werk dan hier ik in Leid. We niet in Kressel yet Leid, maar hij zingen, hij zong. Hij zei, dat geld dat hij mij verdient,
Ik ga schwaaien zelf met schwijten. En dat geld is mijn. En dat zal mij keiner wegnemen, dat is voor mij. En ik wil een gouden tijd hebben voor mij. En dan dacht ik zo, man, dat is krijgt dit gendeel van wat God ons leert. God leert ons dat we zelf miljeverig zijn, generous. We zullen meer geven als wat verlangt is. Hij heeft ons gegeven dat we geven kunnen. En ik hoop dus dat du best een deel van jou, dat die dat schijnt, dat die geven kost. Dankzij God dat du onze maat bent. En dankzij dat we geven kunnen. Ik bid dus een zijn over iedereen hier wat geven dat. En voor zijn familie, voor de farm, voor de business, voor de arbeid wat hij heeft, voor de gezondheid wat ze heeft. Ik bid dus God dat we weer gezond blijven, we weer kunnen schaffen, we weer een aanom hebben. En aber nicht bloß für uns, dass wir weer keine aanom hebben, damit wir das keine wiedergeben. In Jesu Namen dank bitte. Amen. Ganz ewig guter Vater, der Schöpfer von der Welt, Gott Almighty. Durch den Heiligen Geist war Christus hier geboren, Jesus uns Retter. Ich glaube an Gott uns Vater, ich glaube an Jesus Christus sein Sinn, ich glaube an den Heiligen Geist, uns Gott ist treu eint. Ich glaube an die Auferstehung, die Leben, wo wir haben. Wenn ich glaube an den Namen von Jesus.
einzige nur für unsere Rettung ist Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Amen. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. El nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amen. Wir tun ab Jesus, wir danken dir. Wir stehen ab den Glauben, wir glauben an dich. Wir glauben an, was du das für uns. Wir glauben an der Erfahrung, was du hast für uns. Wir glauben an, was du betulst und trittst. Wir glauben uns über das Hand vor dir, wir beten dir an. Wir sagen, du bist der Herr. Du bist uns Herr, wo wir umbeten tun. Wegen dir heben wir uns Hort ab mit dir. Wir heben unsere Hänge ab und wir sagen, du bist uns Gott. Du bist der Jesus, wo wir brücken tun. Du bist der Jesus, wo die Welt hat, für alle Sinnen betult für die Welt. Du bist der Jesus, um wo wir glauben. Du bist der Gott, um wo wir glauben. Und wir glauben um Helden Jesus. Wir heben unsere Hänge ab mit dir und wir sagen, wir geben uns bis an in dir und wir beten dir an, Herr. Wir danken dir für wer du bist, Jesus. I gave me Gott, I gave me nej. Din Wort lebt här, din Wort vart stor. I gave me Gott, I gave me nej. Och din, I glöj von dig, I glöj von dig. Din krit samt mig oss fria mellan här. Du bäst för hopptigen du. I glöj von dig, I glöj von dig. Durch dina lögn sie jag gehört. Jesus, du hast gewonnen. I glöj von dig, I glöj von dig, I glöj von Vi kan når Gott kommen, vi sagen, wir glauben an die. Vorweg trägt dann watch ich ein Show mit mir sehen, Jordan Top on Netflix. Und wie kijkt es aus die Menschen in andere Welt tussen India und dort ist die Jahre anbeten. Und wo sie dort tun, und das meisten wird oder die meisten Angst auf zu sein, an wem die Menschen glauben, dass sie nicht an Gott glauben. Und wie kann von der Seite, wir glauben an Gott, und er ist wahrhaftig und treu. Kann hier ein paar Dinge, was Gott sagt, was er nicht wird tun, und ein paar Dinge, was er sagt, was er wird tun. Gott hat nicht gesagt, dass er wird uns alles selber und alle Geld geben. Er hat auch nicht gesagt, dass wir niemals in eine schwere Zeit gehen. Aber er hat gesagt, dass er wird immer mit uns gehen. Er wird immer mit uns gehen, er wird immer bei uns bleiben, er wird durch diese Zeit oder durch in diese Welt mit uns gehen. Er hat auch gesagt, dass wir sollen nicht diese Welt uns zuschmecken.
Und dat gaat mij allemaal erop aan bij mij, because wie schaffen, wie kijpen, en wie verkijpen, en wie buien. En dan vergeet we dat nog mal, amen. Amen. En dat zie je plus ik. Okay. So nochmal vergeet we dat. En hij zegt, vergeet dat niet, dat deze wereld, der is niet jullie steed. Niet jullie thuis. Hij heeft een steed voor ons, dat heb je gemerkt. Hij heeft niet gezegd dat niemand wat angst zu ons komt, vielleicht in de nacht. Hij heeft niet gezegd dat we niemals niet voor ons alleen vallen. Maar hij heeft gezegd dat hij wat met ons zijn. En hij wordt geen de angst met ons te feiten, dat de angst niet wat over ons komt. Hij heeft gezegd dat zijn genoeg, der is genoeg voor ons. Je krijgt nu een woord van de Tiet wie ben zijn, een woord van trouble wie zijn. Hij heeft ook gezegd dat zijn leven, der is dus een anker, dat is dus een anker waar we ons kunnen vasthouden. Niet loslaten van zijn leven. Dus niet loslaten van zijn leven. Hij heeft niet gezegd dat vrienden nogmaals worden ruggen draaien naar ons en weggaan van ons. Nog euer is dat, hij heeft niet gezegd dat we niet voor durch den Dautbrücken durchgaan. Wat de mensen met zo zich feilt nog dat het koud wordt, wanneer we denken dat we zelf door durchgaan. Hij heeft niet gezegd dat we dat niet voorbrücken. Maar hij heeft gezegd dat hij wordt aan de andere zijde loer voor ons en hij wordt al onze tronen wegwaschen, wanneer we daar zijn. Amen. Vielleicht was du am auf einmal seine gesagt, angezegd, ah ja, das ist, was du von dir denkst, dass das ist. So ich würde best heroden, bleib bloß bin gehen, wo du bist. Bleib bin gehen, wo du bist. Ich sage nochmal, geh nicht zu der linken Seite, geh nicht zu der rechten Seite, aber bleib je balance und bleib bloß bin gehen, gib nicht ab. Gib bloß nicht ab. Und der Mat von, wenn es ein bisschen düster ist, wenn es von der Diener leerst dort ist, wenn es nicht von der ist, dann kommen wir vielleicht kurz darüber, aber wir wollen vielleicht in der düsteren Zeit hineinkommen. Aber wenn du in der düsteren Zeit bist, dann lasst das dein Licht sein, dass Gott, der wird sich niemals wegdrehen von dir, und nichts kann uns hineinreden von seinem Leib. Nichts kann uns hineinreden. Ein Leid, das sagt, ich mal Hall, was uns hineinreden von ihm, wenn wir uns vor an Arm halten. Ist das nicht bis wundervoll? Arm zu loben, zu danken, für wer er ist. Er ist wahrhaftig und treu, und er wird dich nicht im Stärk lassen. Wer wollen wir loben von der, für wer er ist? Dankeschön Gott. Dankeschön Gott, für wer du bist. Dankeschön für dein Versprechen, dass du sagst, dass du wirst gehen. Es steht reitmerken für uns. Der Promise, dass wir uns abteilen. Wir können abteilen, dass du bist treu und gerecht zu uns, because wir können dort fallen, du lässt uns niemals allein. Dankeschön für das. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für dein Jeinwort. Dankeschön für dein Heiliger Geist, dass der mit uns ist. Ich bete bloß in Frieden und in Sehen über jeder einer, was hier ist. Für die, was du watchen online. Ich bete bloß in Sehen über irgendwann bei der Botschaft hier. Und dass wir abgebüht worden durch diese Zeit hier in Jesu Namen. Amen. Amen. Kann ich gut sagen? Ich heiße jeder einer willkommen hier in Lebenswasser. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Es war ein Sonntag, jetzt scheint, dass wir hier taub sein und Gott loben und danken. Die Leute singen, ich habe es sehr schön gegangen in der Worship-Zeit. Und wir bis dort so wieder gehen in diesem Service. Hier wird ein Video-Announcement sein, das ist für die Jugend, von der aus so so watch this. So, das ist für die Youth und für uns Ältere, die das nicht alle können verstehen. Die Youth, die haben hier von der aus so aus in Abend, wo sie taub kommen und sich sehr Sonntag schwer antragen. Ich höre, dass die Jungs, die sollen alle Ties haben, diese kleine Eisjes hier und I don't know what alle. Aber anyway, aber die wollen sich anyway Schmack abdressen, wo hier gute Abend haben, wo ein Mensaje haben von Pastor Steve, was eten sind und Games und verschiedene gute Dinge. Wenn auf einmal some Ältere sind, zu den Youth und sagen, ich würde gleich mal zu sein, was tun die hier, die Youth Leaders der von der, die können wirklich noch mal was Ältere kommen, die können wirklich kommen, bechecken sein, was sie hier war, von der so aus.
Lebenswasser, der haben in der Koma, wenn die noch nicht sind in der Koma hier warst, für die wird die Jewe down, Dankeschön für Jewen in der Koma nehmen. Aber gut, weil ich da mal ein bisschen checken, was da alles ist, und ich mit seine, vielleicht was da fehlt, dass ich keine Meier Eden noch heimbringen, und der Diakon, der Jewe da drüben, für wem immer der Eden fehlt, weil hier einmal von der somebody erst und sagt, mir fehlt Eden, dann blieb es hier trägt Lothar nur der Service, hier wieder so double der, und der Diakon war jut Eden mitgeben, und jene kommen in Haus. Pastor John und Lorna, die sind in Tamaulipas in Durango, sie reisen und sie dürfen Botschaften bringen in manche Lehren und da in andere Kirchen, so wir bloß für ihn beten, wenn sie da sind, dass sie eine gute Tiet haben und dass Gott was schaffen, der ich ernte, dass das wird, was sie dort bringen. Schein der Haf in Dach geplot mit den Sevender und was sie dann als sie sagt, zu frühs, wenn je ein Business hat, ich habe Dinge, was je will verkaufen, je will ein Dash abstellen, das Utstall, du in der Lobby, das kann ich dort down, da bei der Information Booth, da hängt es viel mehr Information, kann ich dort absignen für dort, und dann war die, was da angestellt sind, war ein Halt mit dort, eine Dash abstellen, und dann kann ich dort mit den Dingen utstellen, die Dinge verkaufen. Und was mir interessant ist, ist, die, was dort anstellen, sie sagen, die von Schein, sie sagen, dass das bis der Tiet, dass die früh ist, keine Rückkommen, und gehen da haben, sie wollen sehen, seine zu ernten, und die, was ihre Business da haben, die können das utstellen, bis eine gute Tiet haben, aber das war mir das interessant, wie sie sehen, das Tag, der erst um die Zeit gesagt, wo die früh ist, keine Rückkommen, und bloß mal relaxen und shoppen. Und dort ist mit das Pastor John sagt, dort sind wir als Mann und früh so pinken bleiben. Und rüht vor, den ganzen Tag mal shoppen, Mann, wer will dort down? Aber der früh ist, der will den Tag hier haben, zum relaxen und shoppen und eine gute Zeit haben. So das sagt uns, bis wir wo verschieden wir sind. Aber früh ist Merkport von das, für das ein guter Tag, was da wird geplant von Schein. Wenn hier Couples sind, die engaged sind, je will je befrieden, je seriously denkt, actually je had een boyfriend or a girlfriend, je wil je befrieden. Wat Pastor Steve en Debbie wil doen, ze willen een klas opstellen, een premarital class, voor een ganze groep. So wat niet bloß een couple zijn op eenmaal, dat wat dus een kleine groep zijn, wat top komt, dat vangt in 2 Weken wieder an. So wenn hier engaged couples sind, ich kijk, das ist, vielleicht sind hier auch, was ich will befrieden. Wenn hier engaged couples sind, couples wat seriously right zijn te befrieden, signt je up van deel bij de information booth en dan kan je naar de klas komen te rijden te befrieden in een kleine groep. So dat wordt een goede tijd zijn. Ik geloof dat staat. Pastor Steve, als du opkomt, 5 zondag, dan hadden we mehrere members wat hier zitten opkomen, wat we nieuwe members merken en van deel hebben we meer, right Steve? Yep. Amen. Psalm 92, Vers 13 und 14 sagt es steht, die Gerechten worden grün aus einem Palmbaum, die worden so wachsen aus einem Cederbaum ab den Lebanon. So er vergleicht uns hier mit Bäumen. Und er sagt, die sind im Herrn sein Haus geplant und worden in Gott seine Verheb grünen. Und so wir sein hier und dürfen sehen ab uns, wenn wir unsere Warteln raufsaten down in Gott sein Haus. Wenn wir geplant sind in Gott sein Haus, sagt er hier. Und so hier bei Lebenswasser, dort meint ein Glied sein. Und wir haben mehrere Menschen, die abgesandt haben zum Glieder worden. Sie sagen, ich will hier geplant sein. Ich will meine Guven hier brücken. Ich will meinen Tiet hier geben. Ich will Geld hier geben. Ich will eine Stadt, die Visionen, wo wir hingehen und wo wir dort tun als Familie. Sie sind im Gott sein Haus geplant. Die Bibel sagt, du musst sehen ab dort. Ich will all jemand abkriegen, die wird hier nicht boven wie ein letzte Sonntag. All die anderen kommt nicht ab. Ich will nicht alle bei Numm sein. Kommt wellich ab und dann, wo wir das selbst denken, und sagen, wo wir letzte Sonntag deuten, in sehen beten ab der ganze Gruppe. So ist letzte Sonntag sehr, wir haben eine größere Gruppe dit mal rum. Und so, wir haben etwa 2 Sonntage geteilt. Auch alle von diesen wären hier nicht letzte Sonntag. Und so, das sind die Eva von der Gruppe, wo Glieder worden. Bloß hostig, ich war Eva gehen, werdet erst ein bisschen wieder in diese Seed. Anna Martins von Campo 20. Alright. Ubram und Yolanda Wieb von Campo 108. Roland Renita Cornelson von Kilometer 12. Gerardo und Jackie Wieb von 103. Campo 103. 106, my bad. 106. Jimmy and Esther, wo wohnen ihr? Jimmy and Esther. Hawaii's. Jimmy and Esther Cornelson von Hawaii's. Willie Thiessen and Naita Wieb. Thank you. Und wo wohnen ihr? 12 by. All right.
And we've got Ruben and Maria. I sound nervous, just in case you're wondering. I can't slag out. Ruben and Maria Wieb, wo wohnen die? Kilometer 13. All right. Wir haben Jap und Silvia Alford. Wo wohnen die? Kilometer 17. Du von Maria Friesen von Blumenau. Wir haben Dani und Anna Freus von Kilometer 17. Und Trachmerker Deckreif, vielleicht kann Jam Ola. Duf und Anna Deckreif. Sie wohnen Kai Rosal. Und so, dit sind de Eva hier von unseren nieuwe Gliedern, so wir werden welcome geben. Welkom. Sehr gut. Wo dort passen das? Ich würde fragen, dort die abstehen, wir werden sehen, ob ihr beten, wenn ihr wollen, hängen, streiten kann, weil ich hatte some von den Elders hier oben, von der Church, so sie wollen auch mit uns beten. Wir werden beten. Gott, ich danke dir für diese Gruppe. Ich danke dir für die Guven, die du gegeben hast. Und ich danke dir, dass sie alle ein Hort haben, zum geplant sein in dein Haus. Ich bete sehen ab und für dort. Ich bete, dass sie wachsen wollen in dieser Zeit. So dass dein Wort sagt, dass wir grünen wollen, dass wir teilnehmen wollen, dass wir wachsen wollen in dein Haus. Ich bete, dass sie wachsen wollen in ihre Guven. Hell ja jetzt weich dort frisch ab in Ent. Die Guven, die du gegeben hast, gib Ent wieder in deinen Hort, dass sie keinen guten Unterschied merken für die. Ich bete sehen ab ihre Familien. Und die Eltern, die Kinder haben, beten sehen, ob dass sie wollen können, ihre Kinder abtragen für die. Und dass sie wollen können, einen Unterschied merken für die. Dankeschön, dass sie kein Port von dieser Familie sein. Ich segne in die Namen Jesus. Amen. Amen. Noch einmal, Handclap. Dankeschön für kommen, ich kann Ihnen nicht gut durchsagen. Dankeschön. Nu werden wir Ihnen noch Gelegenheit geben, um die Ramjünd zu begrüßen, was Sie noch nicht mit geredet haben. Begrüßt die Ramjünd, dann gehen wir eine Botschaft nehmen. Zoals Pastor Jacob al zei, mijn ouderen zijn in Tamaulipas. En zo zij hebben door een gezegende werk gehoord. En nu Tamaulipas dan voort daar naar Durango. En wat doe ik een beetje leren in port van een mensencounter zijn in Durango. En zo, waar we weer aan je beet zijn, voor irgendwann zijn ik rum zijn. We zijn gezegend, zum eind hier in de kerk gaan. En we geloven dat als elders, wat je mijn ouderen, die hebben een beetje anders gezegd in mijn vrienden. Want zij zijn al een beetje alle, hebben geen kinderen thuis. En zo zij zijn een beetje lauzer, zum Ramgoen en een zeen zijn voor de Körper Gottes, voor de kerk, buiten deze Feierwang. En een roep wat we hebben in de kerk is, we willen met andere kerken taub schaffen. Wir glauben nicht, dass wir der Einzige sind. Gott, seine Familie ist viel grater als Lebenswasser. Und wir sind gesehnt, dort aus Lebenswasser, dass wir kein Port sind von Gott, seine gratere Familie. Und so uns hilft dort eine Freude, wenn wir können von unseren Menschen, unseren Predigers, rückchecken, um sehen sein, das vor. Diese Woche fangen wir eine neue Botschaft an, dort heißt sich dort Tiet für Endaniss. Tiet für Endaniss. Und so wir reden von dem Thema von Geld. Und ein paar Monate trägt wird Victor Mortis hier mit seiner Frau Doris von Deutschland. Und sie haben hier ein Seminario on Geld. Und wo umzugehen mit Geld auf dem biblischen Weg. Und so, wenn du nicht willst, ich würde dir auch merken, ihr könnt dann uns App finden, dass du umsonst zu finden und horchen und kicken, wenn ihr wollt. Je kan dat dus ook vingen. En voor die van jullie wat online kijken doen, wanneer je worden interessiert zijn en meer leren van wat de Bijbel leert over geld. Ik wil je het ook merken om dat doorvingen. Je kan het ook op onze website vingen, lebenswasser.org. Daar zijn al onze boodschappen te vingen. En zo, je vraagt vielleicht manchmal, wohin vertellen we zoveel van geld? Het komt zoveel 2 maanden terug, hebben we een beetje een bijzondere tijd met geld reden. Nu vertellen we al waarde van geld.
Wo wir vertellen so viel von Geld. Und so die Ursache, wo wir es, wenn Geld hat viel zu tun mit uns Verhältnis mit Gott. Geld und Verhältnis mit Gott ist taub gehört. Und so, das sind die nächsten 3 Sünde, weil wir reden von Geld, aber wirklich, wir reden nicht wirklich bloß von Geld. Was wir wirklich von reden, ist dein Verhältnis mit Gott. Und Gott regiert über uns ganzes Leben, sei wie uns Christen. Und wir haben uns ganz heil gegeben. Und ein großer Part von dort ist Geld, wo wir, wenn es jeder Tag gut war mit Geld. Vielleicht kaufen wir was für Tüß, oder vielleicht schaffen wir eine Arbeit für dein Geld. Vielleicht haben wir ein Negozio und wir schaffen mit Geld sein zu verdienen oder wir haben eine Farm und wir wollen sein nur wiederkommen mit Geld. Aber dort bringt sich alle tot mit Geld und so ist wichtig, dass wir rechte Gedanken haben über diesen Thema, damit wir können gesund sein, jährlich. Und so ein von meinen Abgaben, was in Prediger ist, für eine jährliche Gesundheit abpassen. Und so dazu, wenn wir von Geld reden. Wenn es diesen Thema wird, sei dich bei, sei nur ans Hort ist. Jesus sagt sogar, dass seine größte Kompetenz in uns Leben, in uns Hort, wo uns haben Geld sein, wo uns Geld sein. Und so dazu, wenn wir davon reden, wenn es dort so wichtig ist. Und ich weiß nicht, es jünt dort so jetzt, als mir dort manchmal jetzt, aber ich muss fertig, dass selbst ihr denkt, mir mal hören, für ich dort einfach begriffen habe. Und Kinder sind so dort in der Schule, sie lernen das selbst ihr denkt, immer waren, und endlich haben sie dort behalten. Und ich bin auch ein bisschen so dort, und ich glaube, wir sind alle so dort. Und so dazu, wenn wir mal von diesem Thema reden, wenn es so wichtig ist. Weil die Bibel redet sehr viel von Geld. Du sind über 2350 Versen in der Bibel, die von Geld und Habengeld reden. Über 2350. Das sind ungefähr 500 Versen, die von Gebet reden, ungefähr 500 Versen, die von Glauben reden, und 2350, die von Geld reden. Das ist ein wichtiges Thema. Jesus, als er hier beirrt wird, wird die meiste von seinen Geschichten haben mit Geld zu tun. Und wo wir sollen damit abgehen, und mit dort lehrt er uns Wort von dem Himmelreich. Und so dazu wollen wir von das reden. Und so über die nächsten 3 Werke, wir wollen 3 Themen schauen, von der ist Druck, ist Schlajcht. Druck, ist Schlajcht. Nächste sind noch Jeven, ist gesehnt. Und an die 3. sind noch Marien, ist wichtig. Und so das sind die Themen, wo wir von reden wollen, über die nächsten 3 Werke. Some von den Ideen von dieser Botschaft kommen von einer Website, wo wir brauchen. Dort heißt sich open.church. Dort ist eine Website, wo eine Kirche in der Stadt aufgestellt hat, wo sie Rekursos von verschiedenen Kirchen nehmen. Dann sie dort am Internet nun und geben sie dort für free eine andere Kirche, dort sie wissen können. So wir wollen eine Anerkennung geben. Von der Gruppe ein Druck ist Schlajcht. Druck ist Schlajcht. Hast du mal Druck belebt in deinem Leben? Weet je, als een prediger manchmal kommen Menschen mit mir reden und haben verschiedene Fragen oder wel von meiner Schuld. Noch nicht ein Mensch. Noch nicht ein Mensch, der sagt, mein Leben wird ganz gut, ich habe keine Schuld, aber nu habe ich Schuld, nu ist es noch besser. Nu jedet besser als ich. Noch nicht ein Mensch, nie nicht. Du hast noch nie nicht ein Mensch, der mir gekommen und sagt, ich habe bloß zu viel freie Zeit und ich weiß nicht, was ich will tun mit dort. Ich habe noch niemals eine Person, die mir gekommen und sagt, mein Leben wird nicht gut, aber dann kriege ich nie einen Tag hinter der Kreito, nun ist es gut. Ich habe noch niemals mit einer Person geredet, sagt, ich mir in Schlajcht, nun habe ich was gekauft, das ist sein Interesse, nun bin ich mutig. Letztes rede ich mit einer Person, die sagt, wenn das sein Interesse ist. Wow, das wird besser. Und so, das ist noch niemals passiert. Weißt du, was ich hier? Menschen sagen, ich wünsche, ich habe mehr freie Zeit, damit ich mehr tun für Gott. Aber ich bin hier falsch. Nu, ich glaube, manchmal dort ist ein zweiseitiges Ding, wenn es manchmal sein Menschen nicht dort Arbeit und Geld verdienen, dort ein jässliches Ding ist. Dort ist ein jässliches Ding. Aber sie sind unter so viel Druck von Schuld, dass sie wünschen, dass sie da raus können. Manchmal sagen Menschen zu mir dort, ich wünsche, ich könnte mehr rumreisen, mehr der Welt sein, aber ich kann nicht, ich bin hier falsch.
ihr schon mal aus einer Arbeit wieder geschafft in der Office und du wirst mir der frühes, was du schaffen, deuten, was Families haben. Und sie würden fertig sein, ich wünsche, ich darf nicht schaffen, ich kann zusammen mit meinen Kindern. Aber ich kann nicht. Kann nicht. Du hast Druck. Du hast Druck mit Geld. Und so von der Seite, wie dort Druck, es Schlajcht. Die Bibel lehrt uns das. Und aber ich denke erst, dort viele Menschen, sie weiten nicht oder verstehen nicht, wo Schuld oder diesen Druck schaffen das. Und so dann gehen sie in Dinge nennen, was sie nicht bedacht haben, wenn sie dort nicht verstehen. Und so mein Ziel von der ist ein kleines Verständnis bringen über diesen Thema. Und so wir wollen ein bisschen mehr reden von Nummern, vielleicht was wir manchmal tun, aber mein Ziel ist, zum da wir wissen wollen in uns Verständnis von Geld, von Schuld und von wo dort ein Unterschied merkt in uns Leben. Und so ich habe ein paar Beispiele aufgestellt von Dingen, was wir mit bekannt sind in uns Leben. Und was ihr denkt, was ich immer doch, was ich reden möchte für das ist, in der Schule lernen wir wenig über Geld und wo mit Geld umzugehen. Ich weiß es nicht. Ich habe mal nichts gelernt in der Schule von Geld. Zwischen Heim, viele von uns lernen wenig von wo mit Geld umzugehen. Und so das ist eine Gelegenheit, wo wir als Eltern wissen können, dass unsere Kinder mehr lernen von Geld. Und natürlich, als ich abwasser, ich lerne wenig von Geld und wo mit Geld umzugehen. Und so das, wo wir von das reden, wir haben es nicht gelernt. So hier ist ein Beispiel. Habe einen Truck. Und das ist ein Chef für diesen Beispiel. Wenn ich kann ich ein guter Beispiel von einem Ford finden. Ei. Ich habe mir eben gesagt, ich würde es nicht sagen, aber ich kann mir nicht zurückhalten. Okay, so ich habe hier einen Truck und mir jankert diesen Truck. Ich will diesen Truck. Okay, vor ich einen Dealer und der sagt mir, weißt du was, den Truck kostet 950.000 Peso ab 60 Monaten. Das ist nicht von der Dierste, der hat nach Dieren, aber das ist vielleicht einer, wo ich glaube, das interessiert mich. 950.000 Peso für 60 Monate, das ist 5 Jahre. 5 Jahre, ich denke, das ist nicht so schlecht. Was haben sie nachher unter beiden? Sie sagen, wenn du mit 10% gibst von den 950, dann nimmst du den Truck nach Hause. Das dient. Okay, ich komme einen Truck kaufen für 95.000 Peso. Hier zieht mir Geld. Okay, was wieder? Er sagt, dann tut es mir bloß nach 19.000 und 19 Peso jeder Monat für den nächsten 60, und ist das den Truck. Okay, so ich denke nicht an den 950.000, ich denke an den 19.000. 19.000, wenn er sagt mir, wo ich kann Truck sagen, ja. Vielleicht würde ich mir das Truck sagen, oder ich kann den 19.000 Peso jeder Monat bezahlen. Ja, ich glaube, das schafft. Das schafft. Ein Ding, was mir nicht so gesagt hat, und nicht so davon reden will, ist, dass du 12% Interest hast bei dem Truck. Aber da will ich nicht von reden, wenn es der Truck der Latzo schmeckt. So will ich nicht von dem Interest reden. Okay, 95.000, ich würde tun, 19.000 im Monat, dort wo ich tun, weißt du, was der Truck auf einen Tag mir kosten wird? 1,2 Millionen Peso. So ich habe in 5 Jahren 1.236.000 Peso geteilt für den Truck. Okay, so, nu sind 5 Jahre vergangen. Und ich weiß nicht, wie viel ich fahren. Ich fahre vielleicht 40.000 Kilometer das Jahr. Und so, wenn wir sagen, 5 Jahre Luther, hat der Truck 200.000 Kilometer. Der hat mir 1,2 Millionen Peso gekostet. Was ist der Wert? Was ist der Truck wert? Wenig. Oder viel weniger, wo wir kann sein. So was hat der Truck mir wirklich gekostet? Ich habe den Nummer hier nicht, aber der hat mir so viel mehr gekostet. Das ist ein Ding, wo wir fertig nicht überdenken. Noch ein Beispiel, Kopel. Sie bekommen Kopel. Kopel gleicht die so sehr, dass sie reut sind, die Geld zu leihen. Ungarantiert. Du brauchst nichts angeben. Ich sage mir das nur, die haben das in ihren Website, die kann das nur sein. Die geben die Prestamo, 20.700 Peso ab 12 Monaten. Und sie sagen, das ist für Emergencias. Das ist ein Prestamo. So, das ist ein Emergency Fund. Right? Und so, nicht mir was passiert, mein Motor und mein Van ist 2 Jahre, habe ich nicht geplant, nie gehe ich mir ein Prestamo holen für 20.000 Peso, um das fixen.
dort erstmal 2500 Peso im Monat. So ich teile mir dort immer. Ich denke, war nicht 120.000, ich denke 2500 Peso im Monat. Ja, ich glaube, ich kann 2500 Peso im Monat immer drehen. Dort ist viel besser als nu. Die ganze 20 Toolen zu meine Van fixen. Ich will bloß 2500 jeden Monat. Für die nächsten 12 Monate habe ich meine Van getoolt. Weißt du, was mir da kosten? 29.000 Peso zu meine Van fixen. Das ist eine andere Nummer. Dort sind bloß 20,9% Interest das Jahr massiver. Dort wird sie chargen down. Und weißt ihr, was Kopel sagt? Die sagen, die haben über 15 Millionen Menschen in das Band. Geht mehr some von uns. Und so, dort wird Kopel anbieten, wenn sie gleichen uns so sagen. Sie wollen uns helfen mit Geld. Right? Okay? Aber vielleicht interessiert die bloß, was zu kaufen bei Kopel. Jetzt in Kopel sitzt diesen Fan in Massa hier, was du für den jungen kaufen. Und sagst, ja, das Massa, das interessiert mich. So, sie haben da einen Deal. Die sagen, wie wollen die diesen Massa für 799 Peso verkaufen? Okay, 800 Peso haben wir nicht ganz abreut gemerkt, aber so viel. Das ist kein Trouble. Wir haben einen Plan für die. Wir haben 10 Quincenas von 63 Peso. Alle 2 Werk tools 63 Peso. Wer kann nicht 63 Peso alle 2 Werk tun? Ich meine, kauft die den Massa, right? Dort wird sich hier anbieten down. So war die Frage, wie viel kostet mir diesen Massa? 63 Peso, 10 Quincenas, der Massa kostet mir 1000 Peso. Aber dann gehen sie nach einer Stelle wieder, wenn sie wollen die halten. Sie gehen nach einer Stelle wieder und sagen, wie haben Tarjeta die Kredito für die? Die kostet diesen Kredito brücken. Für diese Quincenas. Die musst diesen Tarjeta haben, dort die kostet die Quincenas. Und so, hier ist die Tarjeta, wenn wir gleichen die so sagen, hier ist die Geld, wie kaufen wir uns den Massa. Und dann auf einmal einen Monat haben wir von verjährten von den 63 Peso. Jetzt die doch noch mal so, klein bisschen verjährten von was du hast. Und dann geht wieder, die 63 Peso, wenn wir einmal verjährten, dann geben sie uns eine Multa. Und dann geht es noch wieder und sie chargen uns 26% das Jahr. Wenn wir einmal verjährten. Aber ich dachte, wie viel kostet mir den Massa? Oder nur viel. Das wo Schuld schaffen das. Das wo sie uns anschlagen tun. Und weißt du, was uns Trouble ist manchmal? Wir denken bloß an, wie viel kostet mir den Pago? Wie viel kostet mir das jeden Monat? Und steht, was kostet mir der Truck? Was kostet mir diesen Massa? Entsteht Geld abbewahren und dort dann betoolen, wenn wir dort kaufen tun. Und so das hat zu tun mit so wie denken tun, das hat zu tun mit so wie gesund sind über Geld. Und das wo Gott sein Wort an uns kämpft und sagt, ich will die Wort lehren. Ich will die Wort lehren. Das was er uns lehren will in Sprüche 27, Vers 22, Vers 7. Er sagt es steht, die Reichen regieren über die Armen. Er sagt, wer du barcht, als den sein Sklav, dem Arm dort barcht. Okay, so wenn du Geld bargen lässt, dann sagt die Bibel, du bist ein Sklav. Na, was ist ein Sklav? Wir haben nicht Sklaven in unseren Tag von der. Und so ich check mir dort ab in Wiederburg, das Wort Sklav bedienen das. Ein gekaufter Arbeiter, der keine Freiheit hat, oder keinmal Wort, bietet den Eindeimer, jaft am dort. Das wird mein Sklav sein. Wenn du ein Sklav bist, dann hast du keine Freiheit. Dann bist du ein gekaufter Arbeiter. Weil die Kopel, die will die kaufen als ein Arbeiter. Was tun sie dann mit die? Sie merken Geld. Oder nur viel Geld. Das für können sein. Sie merken Geld mit die. So du gehst dann rüt und du schaffst an deine Arbeit und du verdienst du Geld und bringst dort eine Kopel. Hier sieht doch nicht ein bisschen aus ein Sklav. Sie haben die gekauft mit einem Massa. Sie haben die gekauft mit einem Prestamo. Chev will haben dort je alle vereint schaffen. Sie wollen die kaufen. Right, Paco? Sie wollen die kaufen. Und so, das wird schaffen. So, die Bibel lehrt uns hier some Dinge, da wir müssen nu anfangen, anders zu denken. Weil ich habe das fertig gesehen in meinem Leben, wo mein Sklav sein der nächsten.
Goeie Leute ein klein bisschen von unserer Geschichte vertellen, nach meine Früh. Aber ich hatte gesehen, wenn ein Mensch, wenn wir sein in Negozio Geld liehen, dat, und dann auf einmal kommt er zu Ram, dass vielleicht nicht ganz so eine Zeit zurückgetult wird, und dann fangen die Frauen an zu kommen. Right? Vielleicht sei ihr bekommen mit ihrem jungen Leben. Wo wenn das steht? Wo wenn das Jan? Was mir Geld schuldig? Wo wenn das steht? Wo wenn tulst dort ut? Wo wenn Vorstur haben? Wo wenn das steht verbrücken, das Geld? Und wir würden vielleicht so denken, wenn wir da sind, wo dann schuld sind, das kümmert die nicht. Das ist mein Leben. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, du bist den sein Sklave. Du bitte sei den, was die das ist. Stell dir mal vor, ein Sklave wird sein Meister nicht sein, von was er da in sein Leben. Würde ich bloß nicht schaffen. Das ist nicht so, dass er abgestellt ist. Die Bibel sagt, der wird bar, der Sklave und den wird bar in dat. Und so, das ist ein wichtiges Ding. Weil Gott sein Plan für uns, als dass wir frei sind. Gott sein Plan ist, um uns segnen. Er sagt, dass wer den Sinn hat, ist wirklich frei. Gott sein Plan ist, dass wir nicht kein anderer Meister wollen haben, als bloß arm. Und so das, wo wir jendet ist. Wenn wir Geld borgen für den Nächsten, dann gehen wir durch und sagen, schlut mir vor, ich bin ein Sklave. Gott will haben, dass wir arm sein und kein anderer. Und so das ist wichtig, dass wir reich über das denken. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor in dein Leben, wenn du keine Schuld hast. Stell dir mal vor, wenn du die Reut merken, und Pluns merken, vielleicht was eine Reise merken mit deiner Familie. Du eine Reut vermerken und auf einmal vorher von der Reise aus eine ganze Familie brauchst keine Schuld merken zum dort down, was ganz frei, du hast dir dort Geld verdient, vor schnell Reise hast eine gute Zeit, keine Druck. Das wird schein gehen. Das wird schein gehen. Stell dir mal vor, dass du hast ein klein bisschen Geld so abbewahrt. Doch wenn du auf einmal was passieren, wo du nicht abgerechnet hast, darfst nicht eine Kopel gehen und du Geld liehen, aber kannst bloß von deinen Euro nehmen und tust es aus, keine Druck. Das wird schein gehen. Das wird Gott für uns will haben. Stell dir mal vor, du sitzt dort, du hast auf einmal einen Freund oder somebody, was die kann das und der fehlt es und Geld sind eine schwere Zeit nach ihr roten Fleisch. Und kannst auf einmal ein klein bisschen extra nehmen von dient und halbst ent mit ihren Trouble. Jafst ent noch ein bisschen Geld. Und dort jaft die keinen Druck. Das wird schein gehen. So wir können mehr Menschen halten. Da wir wollen frei sein auf diesem Weg. Weil wir von der Jesel gesehen und checken. Stell dir mal vor, du kommst einen Tag für Gott. Und du musst Rechenschaft geben für alles, was er dir gegeben hat. Und er sagt zu dir, du hast gut getan, mein Treuer und guter Knecht. Da wird schein gehen. Da wird ein gutes Ding sein. Und so ist es wichtig, dass wir die rechte Anstellung haben, über Schuld und über Geld. Wir sagen hier bei Lebenswasser, dass wir sind Verwalter, nicht Eindäumer. Wir sind Verwalter, nicht Eindäumer. Da meint so viel, dass alles, was wir haben wir von Gott gekriegt. Und so ist es nicht, dass wir dort ihnen tun. Wir sind sein Verwalter. Und er hält uns verantwortlich für das, was er uns anvertraut. Ein Tag stehen wir alle für Gott und wollen Rechenschaft geben, für was wir deuten mit uns Geld. Wo wir leben deuten. Wem's Meister, wer wird uns Meister? Gott oder Kopel? Gott oder Geld? Und so, wenn wir eine Schuld sind, dann habe ich 3 Gebete für uns, wo eine Schuld sind, wo wir durch können rauskommen. Und so, hier sind 3 Gebete, wo du beten kannst, um die helfen, in die Schuld rauskommen. Und der erste von denen sagt, Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Das ist ein Vers, Sprüche 25, Vers 28, sagt es steht, ein Mann, der sich selbst nicht beherrschen kann, ist so aus einer Stadt, der die Wege durchgebrochen sind. Ich einmal aus der Städte haben. Das erste Ding, was zu deuten ist, eine große Wand dran bauen. Eine hohe, dicke Wand, um sich zu beschützen. Wenn es Menschen würden, jede Stadt kommt, um die Stadtproben anzunehmen, und so sie stellten diese Wand ab. Wir haben die Geschichte in der Bibel. Ezra und Nehemiah, wo sie zurückgehen nach Jerusalem, das erste Ding, was sie tun, ist fangen an, Wänge abzubauen.
Und so da wir einen Weg zum beschützen. Die Bibel sagt, wenn wir nicht uns beherrschen können, dann sind wir so eine Stadt ohne Weg. Dann kann irgendwer kommen und uns festnehmen, sozusagen. Kommt irgendwer de lang mit irgendeiner Idee und dann dort führt. Wenn wir können uns nicht selbst beherrschen. Wir sind so eine Stadt ohne Weg. Früher, ein Weg, wo ich manchmal mit dem kämpfen tun, ist, weil ein klein bisschen das, ein klein bisschen dort, ein klein bisschen sind ein Schauf kleine Dinge. Und jeder hat so schön. Hier so noch ein bisschen was für die Kirche, und hier so noch ein feines Bild, und hier so noch ein klein bisschen das. Haben wir nicht abgerechnet, aber wir haben unseren Tarjeta bei Kopel, und dann können wir auch durchschreiben mit Quincenas, und dann sind wir weg. So das würde man früher manchmal davon kämpfen. Mana, wie schreiben den Truck? wir tun nicht die kleinen Dinge. Schreiben uns vor einen Truck oder einen Motorcycle oder something, wo dann Schein hat, oder vor uns nie einen Traktor schreiben, oder was immer. Wie schreiben uns unsere Dinge, was uns dann gutlich lässt. Und das ist wichtig, besonders für die von uns, ich rede hier zu die von uns, wo die Schuld rauskommt. Das ist wichtig, dass wir Selbstbeherrschung haben, dass wir nicht bloß eine Ernstwort ja sein. Und so wir beten, Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Ons Trouble ist, mein Trouble ist, dass wir haben alle an 2 Jahren in uns Band, die sagt, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Hast du das mal gemacht? Hast du in 2 Jahren in Band? Das ist bloß ich. Wie gut wir haben, sein wird gutlich, dort will ich. Da lass mich schmack. Ich habe dort. Mit früher manchmal fahren sie rüt, fangen und sie ihre Nägel fan abfahren und so was. Weißt du was, früher, ich will nicht bloß was sein. Es ist nicht, dass dort eine Sünde ist, aber ich will nicht was sein. Je tun dort nicht für Mana. Je tun dort für ihren Salz und für ihren Freund. Will bloß sein. Ich kann auch niemals gehört, dort ein Mann sagt, hast du ihre Fingernägel gesehen? Ha je? Man, wenn wir mit der Jugendtop sind und die reden über ihre Novias oder was immer, die haben noch niemals gesagt, die ihre Fingernägel, die interessieren mich. Das sind wertliche. Ich kann noch niemals gehört. Und so früh ist jeder noch für ihn selbst. Und das ist bloß ein bisschen Spaß. Aber das manchmal ein Ding, wo some von uns nicht uns beherrschen kann. Und da wir alle Dinge, die vielleicht nicht unbedingt von den nötigsten Dingen sind. Mana, wir gleichen vielleicht zu Scheiten. Ich habe uns Scheiterie und vor wir scheiten und die und haben eine gute Tiet. Ich sage nicht, dass das arrechte Dinge sind, versteht mich nicht arrecht. Aber ich rede hier von Selbstbeherrschung. Und wenn du die Schuld kämpfst, dann ist es wichtig, dass du dein Ziel sagst, wo du hin willst, und dann gehst du hin, und an some von diesen Dingen, wo ich mal nee sein von nu. Nee, von nu will ich dort nicht tun, wenn es nu gut kann ich dort nicht. Some von uns glauben, dass unsere 12-jährige Kinder mit alle nie ein iPhone haben. Wenn es wo würden sie kann leben ohne nie ein Phone. Und so wir müssen uns manchmal ein bisschen beherrschen an diese Dinge. Nicht zu alles ja sein. Ich und Debbie, wir hatten einen Kampf mit der, als wir jung befreit waren, wir hatten wenig gelehrt über Geld und wurde zu brücken. Und so wir dachten sie das, ich war mir in Tarjeta, ich kriege kriegen. Und dann, wann immer wir wollen, vielleicht eine El Paso fahren, oder wir wollen das tun, oder Jan tun, vielleicht haben wir nicht das Geld, aber da wird bloß auf den Tarjeta, dann rechnen wir uns da all aus, wie viele Monate wir dir zum darauf tun. Habe ich mal das dort getan? Wenn wir das nicht tun, ich kann so viel tun, und dann, dort dir mal 5 Monate, dann haben wir diese Reise aufgetun. Dat is als we dachten. Dat is falsch. Wo dort handleiden, dat ons leidt duip en een schuld nemen. Voor ons wird het dan duip en een schuld. Als ik 23 jaar oud werd, we hadden meest krijgt $50.000 schuld. En ik verdiende niet ganz half zoveel jeder jaar. En zo voor ons wird het een grote zaam. Wens we hadden deze aanstelling, ik wou niet schrijven en Marion betoelen. So wie wir uns eine Sklave und das. Auf einmal kann ich nicht all meine Pagos von meinen Tarjeta, die Kreto merken ohne Tiet. Was passiert dann? Ring. Will nicht bloß weiten looten, dort. Die hast ein Pago hier, pendiente. Okay, ich kann die Grüß nicht. 5 Minuten Looter, und der Nächste. Wems Sklave sind ich nu? Ein Sklave. Sie schenken mir ihre Arbeit zum Geld verdienen und dort schenken. Ich bin ein Sklave geworden. Und so dann, als wir
wieder chime auf einmal, hier wie von einem Mann, was ganz crazy wird. Und sie nun wir Dave Ramsey. Und hij mir een groot nieuwe schrijf vaak in mijn vrouw, wo wir dan weer in ons leven. En hij zei dit. Hij zei, leef zoals geen andere van jou, dat u maar in was kan zo leven zoals geen andere dat. In andere woorden, van jou wil ik leven zoals geen andere dat. Ik wil alles betoelen, ik wil niet daar het gekrijgt te gaan, ik wil me niet aan je schuld te stop merken, ik wil leven zoals geen andere. Wens veel vergen van deze dag zijn we naar al die anderen doen dat, dan wil ik ook. Nee, ik wil leven zoals geen andere van jou. Door ik wil kan leven, Luther zoals geen andere. Geen schuld gaan, dingen cash betoelen, niet diesen Druck gaan in mijn leven. So we leren dit en we vangen aan op een andere weg te leven. Debbie vangt aan al onze kinderen ihre Kleider te kopen, gebruikte Kleider on eBay. Zij kauft dat alle in linie en we kunnen ons $100 dit jaar sparen. Dat wir fijne Kleider, vielleicht 1-2 Mal gebruikt, dat wir fijne Kleider, onze kinderen kunnen fijn bekleid worden en we kunnen sehr veel geld sparen. We kaufen gebruikte Kleider. Nog een ding wat we duiden is, een paar Mal, we lachen door nu even, aber als we naar El Paso voeren, naar mijn vrouw, weet je wo we schleipen? En onze Chor. We hadden een kleine Chor, niet een grote Chor, aber der hingerste Zat ging drauf te kloppen. We kloppen de hingerste Zat drauf en schleipen door in ons trunk. Dat is ja billig. Ja, vielleicht nicht Luther mit den Tragmerken, aber kriegt dann, das ist ja billig. Und so, das wären Dinge, wo wir Leuten zum Geld sparen. Leben so kein anderer, aber Luther können leben so kein anderer. Noch ein Ding, wo wir deuten, ist, wir kaufen uns in Ola Suburban von meinen Eltern, tulden ein paar $1000 ungefähr. Die hat all sehr viel Mehl, aber wir kaufen dort, in steht, was teurer wird, wir haben nicht Geld. Und so, wir müssen uns selbst beherrschen. Und das wären some Dinge, wo wir können tun, um sein diese Schuld aufzutun, Schuld aufzutun, Schuld aufzutun. Über dem können wir ans Haus verkaufen, dort halb uns ein bisschen Schuld aufzutun. Dann können wir in anderen Haus kaufen, ohne Schuld merken, ohne ein Prestamo merken. Und dann deuten wir dort, aber wir leben in dort Haus für 6 Jahre, ohne dort wir durch ein Kostinen Saaten deuten. Wo wenn wir dachten, so, wenn wir von der so leben als kein anderer, dann wollen wir morgen kann so leben als kein anderer. Ohne Schuld. Ohne Druck. Gott, geef mir Selbstbeherrschung. Geef mir Selbstbeherrschung. Der zweite Gebet sagt, Gott, geef mir Verständnis, dass ich das verstehen kann. Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk ist zu nichts geworden, wenn sie nicht belehrt sind. Ich rede hier schon ein klein bisschen von, aber viele von uns sind nicht belehrt und das ist ein Thema von Geld. Wir wissen nicht, wo das schaffen wird. Wir wissen nicht, wo anderes schafft. Gott, geef mir Verständnis. Ich will zurückgehen nach dem Beispiel von den Druck, wo ich erst geben deed. 95.000 Peso und dann 19.000 Peso im Monat für 5 Jahre. Wenn ich würde in Stedt den Druck kaufen, wenn ich würde dieselbe 95.000 Peso in Inversion merken mit dir, wo ich 1% im Monat zurückkriege. Das ist 12% das Jahr. Wenn ich die 95.000 Peso in Inversion merken und dann jeder Monat die 19.000 Peso, wo ich erst heute den Druck Pago merken, wenn ich dieselbe 19.000 würde auch hier so nennen, in dieser Inversion, und das merkt auch 1% im Monat, und ich dort für die 5 Jahre da, wo ich erst soll den Druck betonen, nu da ich Inversion. Wenn ich dort da, dann nur die 5 Jahre, nehme ich 600.000 Peso rüt, um mir einen feinen gebruckten Druck zu kaufen, und lute ewige Geld durch. Ich tue nicht mehr an. Ich lute du bloß. Und ich tue nicht. Das Geld verdient 12% das Jahr. Wenn ich dort so wieder da, für die nächsten 25 Jahre, ich lute dort durchdrehen. Ich lute dort Geld. Ich habe diesen feinen Druck gekriegt. Ich lute dort ewige Geld durchdrehen. 10 Jahre wieder, weil ich meine heimfrischen, feinen, gebruckten Druck kaufen, nehme ich durch noch einmal 600.000 rüt. 10 Jahre later, weil ich meine heimfrisch kaufen, nehme ich noch einmal 600.000 rüt. Ich habe in selben Inversion gemerkt, als was der Druck mir erst kosten, die 1,2 Millionen Peso. Nu habe ich dort hier bloß nicht getan. Was habe ich davon rüt gekriegt, nur 25 Jahre? Ich habe 3 Trucks rüt gekriegt, was 600.000 Peso das stark sind. So das sind 1,8 Millionen Peso, was ich habe rüt gekriegt. Ich habe mal 1,2 nicht getan. Dort hat sich einen guter Deal, right? Aber wenn wir nicht für jeden von der Summe, was du noch hast,
Wie viel hast du noch? Über 14 Millionen Peso sind du noch in der Konto. Ich hatte in selten Inversion gemerkt, was diesen Truck mir kosten wird. Ich hatte durch Schafen von mir. Ich habe 3 feine Trucks gekriegt und 14 Millionen Peso. Dort will andere schafft. Gott gab mir Verständnis, wo das zu schaffen. Ich brauche vielleicht große Nummern, aber ich brauche diese Nummern zumindest mal deutlich mehr. Die Dinge, die wir tun mit uns Geld, merken Unterschied nicht bloß von dir, aber Marien. Weil wir weise sind, mit wo wir mit uns Geld umgehen. Die letzte Gebet ist das: Gott, gib mir einen Plan. Gib mir einen Plan. Weißt, die Ursache, wo ich diese Gebete gesagt habe, Gott gib mir, Gott gib mir, Gott gib mir, als wenn es Geld hat zu tun mit Verhältnis mit Gott. Geld ist ein Ding, wo wir über beten sollen. Geld ist ein Ding, wo wir mit Gott taub sollen tun. Wenn es heißt uns Meister. Und so Gott, ich bin hier und ich bete zu dir. Gib mir Selbstbeherrschung. Halt mich mit dit Gott. Wenn du weißt, dass dit Geld will mein Hort. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Ich will die dein und die allein. Halt mich frei zu bleiben in Geld. Geld, gib mir Verständnis. Nicht Geld. Gott, gib mir Verständnis. Dass ich das lernen kann, wo das schaffen wird. Wir wollen hier nicht nur bloß satten und sagen, okay, nun wird Gott mir Verständnis geben. Nee, Gott, gib mir Verständnis. Schenk mir Menschen, mit wem ich reden kann. Gib mir Weisheit, wo ich an das lernen kann. Ich will mich anstrengen, Gott, aber gib mir Verständnis durch dein Wort. Was lehrt dein Wort? Wenn ich will die dein, Gott, ich will die dein und ich will frei sein zum die dein. Gib mir Verständnis und Gott, gib mir einen Plan. Halt mich mit meinem Plan. Dass ich kann einen Plan merken von meinem Geld. Sprüche 21, Vers 5 sagt es dort. Vorsichtig planen bringt immer Verdienst. So sicher als ansichtige, anbedachte Plans Armut bringen. Vorsichtig planen bringt immer Verdienst. Anbedachte Plans, das bringt Armut. Was ist ein anbedachter Plan? Da würde so sein, als wenn wir in Sams fahren und wollen du ein bisschen vielleicht anschreiben, wir haben einen Plan, wo wir anschreiben, dann haben wir selber durch und dann sagen wir, sie haben ein TV und da ist ein Sale. Und dann haben wir noch für das, was sein Interesse ist, schreiben. So wir denken nicht, was kostet mir das ein TV, wir denken an die 1000 Peso im Monat, was ich machen tun. Und haben wir das überdrehen, wenn wir das tun, schreiben wir uns den TV, das ist ein anbedachter Plan. Die Bibel sagt, das ist ganz 100% sicher, dort lädt eine Armut. Vorsichtige Plans läden eine Reichtum, läden eine Verdienst. Was ist ein vorsichtiger Plan? Na, für uns als Christen ist dort ein Plan, was gemerkt ist mit Gebet. Wenn es Gott ans Haar. Geld hat zu tun mit Verhältnis. Und so, wir haben Tiet, um das durchbeten. Wir haben Tiet, wenn wir befreit sind mit uns Partner, das durchreden. Und wir merken den Plan taub. Und wir sagen, Gott, ist das dein Willen? Wenn es ist, dann gehen wir vorweg. Das ist vorsichtig Plan. Gott, gib mir einen Plan. Weil je ein interessantes Ding ist, du kannst eine Schuld wandern. Und unter wie du beselst, die bloß Rahmen hast, keinen Plan, und auf einmal wachst du ab, ein Tag bist eine Schuld. Du hast eine Schuld gewandelt. Aber weißt du, wo ich noch niemals gesehen habe? Menschen uit der Schuld wandern. Es ist nicht, dass sie bloß einmal rumgehen und einmal einen Tag wagen und sagen, hat keine Schuld. Was ist da passiert? Gott, gib mir einen Plan. Halt mich Gott, mit meinem Geld so umzugehen, das was du leiden lässt. Gott, gib mir einen Plan. Und so diese nächste paar Sender, ich würde freuen, dass ich komme, da behorchen und da von Gott sein Wort lernen über diesen Thema. Das ist so wichtig. Wenn es Gott will haben, dass die frei sind. Gott will haben, dass die am kann dein so sie wollen. Weil ich meine früh, wir hatten diesen Schild, was über uns hängt für Jahren. Und wir mussten durch erst rauskommen und uns lernen, mit uns Geld besser umgehen. Wir haben noch sehr viel zu lernen, aber wir haben auch viel gelernt. Und wir kommen bei den Tag, wo wir keine Schuld mehr hatten und wo wir eine Städte hatten und so was. Und weißt du, was dann das nächste Ding wird, was passieren wird? Wir gehen im Dienst an.
Gott möchte deren auffahren, dass wir können im Dienst gehen und diesen Druck. Und diesen Druck über uns hängen. Gott hilft uns mit unserer Selbstbeherrschung. Gott hilft uns mit unserem Verständnis. Und Gott hilft uns mit einem Plan. Dann haben wir uns Port zum Tree sein, right? Und so, wenn wir wissen, in das über den nächsten Weg, ich würde fragen, dass die abstehen und wir wollen über das beten. Gott, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist. Ich danke dir, dass du gerecht bist. Und ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Gott, diesen Thema ist so dicht bei uns hat. Und ich bete, dass du uns helfen wirst, Herr Jesus. Red uns über den nächsten Weg. Dass wir sein können, wo wir wissen können das. Und dass wir können starke Gemeinschaft haben mit dir, Gott. Dass wir wissen wollen können, jährlich, dass wir mit das Geld, was du uns gibst, dass wir wollen können treu umgehen. Dass wir wollen können gute Verwalter sein. Und dass wir wollen können frei sein, die zu tun, so du was haben. Dass wir nicht wollen Sklaven sein und deswegen, aber dass wir wollen Diener deiner sein, Gott. Ich bete für jeder einen von uns. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Cante lo que Cristo vive.
reden, dat je zegt, hier was het levenswasser van jou. Mijn gebed is dat God wat met je doen, zien zijn, whatever je zijn. En je wordt je gemeenschap bouwen tussen arm en junt en dat is de nächste weg. Je kan gaan, aber wenn op eenmaal somebody else sagt, dat hij wel terugkomen en we kunnen voor junt beden, junt fehlt gebed, kumpels terug hier gaan en we willen junt helpen met dat. Harten Gott dag, Gott met junt.